Mein Name ist Dieter Nägelke. Ich bin seit 20 Jahren an der Technischen Universität, ganz schön lange Zeit inzwischen. Der Campus der Technischen Universität spiegelt ja 150 Jahre Baugeschichte in Berlin in all ihren Facetten. Da steckt wirklich eine ganze Menge drin, was sich lohnt zu entdecken. Und ich selber bin immer wieder überrascht, dass ich, immer wenn ich mich aufs Neue damit beschäftige, auch immer wieder was Neues finde. Ich heiße Julia Meyer-Brehm und ich studiere Kunstwissenschaft im Master an der TU Berlin. Also die Architekturgeschichte ist ja ein sehr großer Bereich an meinem Institut und meines Studiums. Das heißt, es ist quasi mein Job, mich mit alten und neuen Gebäuden zu beschäftigen. Und ich habe das Gefühl, viele Studierende beschäftigen sich in ihrem Alltag eher weniger mit dem Campus, wie es um sie herum aussieht und warum das so ist. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, dass wir heute ein bisschen darüber sprechen werden, warum es hier so aussieht, wie es aussieht. Hallo. Hallo. Das ist ja schön. Wir sind ja quasi zu dritt heute, zusammen mit Werner von Siemens. Wenn man auf dem Weg ist ins Hauptgebäude, dann kommt man eigentlich kaum an dem Denkmal vorbei und sieht ihn, wie er so ein bisschen streng Richtung Uni guckt. Aber ursprünglich stand das Denkmal ganz woanders. Stimmt. Siemens stand gemeinsam mit einem zweiten Bronzebild von Alfred Krupp direkt gegenüber vor dem Hauptportal des alten Hauptgebäudes. Aufgestellt wurden sie da 1899 und zwar anlässlich der Verleihung des Promotionsrechts an die Technische Hochschule. Das war ein besonders wichtiges Datum, weil die technischen Hochschulen damit endlich den Universitäten sozusagen gleichziehen konnten. Und Alfred Krupp und Werner von Siemens waren als bedeutende Industrielle sowas wie die Kronzeugen dieses technischen Fortschritts und der Bedeutung der Technik für die Gesellschaft im Kaiserreich. Ein bisschen erinnert mich das an die Gebrüder Humboldt im Vorhof der Humboldt-Universität, ein paar Kilometer weiter östlich. Die stehen da seit 1883, also lange bevor die Universität nach ihnen benannt wurde, und sollen da so ein bisschen das Bildungsideal der klassischen Hochschule vermitteln. Ja, und anders als mit den Gebrüdern Humboldt tun wir uns natürlich heute mit Siemens und mit Krupp, die ja nicht nur für die positiven Seiten des Fortschritts stehen, sondern genauso für die negativen Seiten, ein bisschen schwerer. Das ist übrigens der Grund, weshalb der Krupp gar nicht mehr hier ist, sondern inzwischen bei der Krupp-Stiftung an der Villa Hügel in Essen steht. Mit dem Siemens kann man sich da noch ein bisschen besser anfreunden. Und deswegen guckt er jetzt eben von hier auf seinen ehemaligen Standort dort vorne, wo mittlerweile das Flügeltor von Reinhard Haferkamp steht und sich so spielerisch im Wind bewegt und für eine dynamische Art der Technik steht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, passt das auch sehr viel besser zu dem Neubauriegel des Hauptgebäudes als das Denkmal von Werner von Siemens. Na, dann gehen wir doch einfach mal rüber und schauen uns die ganze Geschichte näher an. Sehr gut. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte und dem, was sie uns hinterlassen hat, ist auf dem Campus der Technischen Universität Berlin immer wieder ein Thema gewesen und ist es auch heute noch. Als er am 9. April 1946 seine Pforten öffnete, war das ganz bewusst keine Wiedereröffnung der alten Technischen Hochschule, sondern eine Neugründung als Universität. Zu belastet schien das Erbe der TH als Dienerin von Rüstungsindustrie und Nazidiktatur. Und dennoch sollte das Neue an selber Stelle und in den alten Gebäuden entstehen. Vorgängerin unserer heutigen Universität war die 1884 eröffnete Technische Hochschule zu Berlin in Charlottenburg. Außerhalb der damaligen Stadtgrenzen stand sie auf der grünen Wiese und in der ersten Planung war noch überhaupt nicht klar, wohin sie ihr Gesicht wenden sollte. Nach Süden, also zur Hardenbergstraße und zum Steinplatz, wo bald die Stadt nachwachsen würde, oder nach Norden zur prachtvoll breiten Berliner Straße, wo die angrenzende Bebauung noch lange vorstädtisch bleiben sollte. Und so kam es dann. Noch fast bis zum Zweiten Weltkrieg stand die Technische Hochschule wie in einem großen Park. Nach dem Krieg waren fast alle Gebäude der Hochschule zerstört. Das Hauptgebäude sogar zu 48%.
Da wenig Originalsubstanz zurückgeblieben war, stand ein Wiederaufbau außer Frage. Ich erinnere mich, dass ich als Student nach einer Vorlesung von Professor Beckenbach mit Kommilitonen da durchgestiebelt bin. Wir waren ja nun erfahren im Begehen von Ruinen, aber dieses hier sah ziemlich finster aus, sodass wir eigentlich fest davon überzeugt waren, dass dieses Hauptgebäude nicht mehr zu retten war. Das war aber nur ein Argument. Ein anderes Argument war sicher auch, dass wir es denn doch nicht so schrecklich schön fanden, weil das Verhältnis zur Gründerzeit war eben damals noch ein bisschen gestört. Heute sieht man das, wie ich finde, zu Recht völlig anders. So monumental und meinetwegen auch etwas protzig die alte TH auch war, galt ihren Entwerfern Richard Luque, Friedrich Hitzig und Julius Rastow das Wiederaufgreifen der italienischen Hochrenaissance doch vor allem als fortschrittlicher Ausdruck von Bürgerlichkeit und Humanismus. Das Gebäude war riesig, das größte Preußens. Es wollte mit seiner Pracht beeindrucken, aber seine Architektur war ganz gewiss freundlich gemeint und fügte sich in ihre bürgerliche Umgebung. Zu einer Kulisse der Macht ist sie erst 1937 geworden. Genau an dieser Stelle war ein riesiger Aufmarschplatz entstanden, der das Hauptgebäude als Hintergrund für Paraden benutzte. Dieses Bild war 1945 präsent und sollte vertrieben werden. Mit einem Neubeginn, der manchem Hochschullehrer auch dafür willkommen war, sich nicht allzu sehr mit seiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzen zu müssen. Der Gedanke, dass man das runterreißt und dann an dessen Stelle einen großen Riegel davor sitzt, war eigentlich für uns was ganz Normales. Das fanden wir richtig. Und da kam dann die Entscheidung zu diesem großen, langen Block. Ein neues, ein zeitgemäßes, eben ein modernes Gesicht. Auch inhaltlich sollte die Technische Universität Berlin, wie sie fortan hieß, neu aufgestellt werden. Zur humanistischen Neuausrichtung gehörte unter anderem die Einführung von Studiengängen der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Die Fakultät 1 beherbergt heute unter anderem Studiengänge wie Medienwissenschaft, historische Urbanistik und die Kunstwissenschaft. Übrigens, was man sich heute als Studentin gar nicht mehr vorstellen kann, kurz nach dem Krieg sah die Immatrikulation etwas anders aus als heutzutage. Die Studierenden mussten 100 Stunden Arbeitsdienst für den Wiederaufbau verrichten, ehe sie ihr Studium aufnehmen durften. Damals wie heute gehörte ja auch Freihandzeichnen zum Architekturstudium dazu. Und 1948 hat eine junge Architekturstudentin genau diesen Blick hier festgehalten. Und das sieht auf den ersten Blick so ein bisschen wildromantisch aus, aber auf den zweiten ahnt man doch, wie sehr Trümmer damals den Alltag der Studierenden prägten. Ja, nach Kriegsende dienten die südlichen Eingänge hier auf dieser Seite als Hauptzugänge in das Gebäude. Und deswegen war diese Straße hier, die Herzallee, auch eine wichtige Achse. Währenddessen türmten sich auf der anderen Seite, wo wir gerade standen, die Trümmerberge. Und was damals auch noch nicht stand, war dieses Gebäude hier. Und der Zugang zum sogenannten Knie, dem heutigen Ernst-Reuter-Platz, war noch völlig offen. Das erste Institut, das am Ernst-Reuter-Platz errichtet wurde, war das Institut für Bergbau und Hüttenwesen von Willy Kreuer. Doch das 1955 errichtete Institut unterbrach die Sicht vom Ernst-Reuter-Platz zu den südlichen Eingängen des Hauptgebäudes und der Herzallee. Der Durchgangsstraße, die ursprünglich als Sichtachse zum Schloss Charlottenburg konzipiert worden war, wurde durch den repräsentativen Neubau buchstäblich ein Riegel vorgeschoben. Das Berufen auf Traditionen und historische Bezüge rückte in den Hintergrund. Das Gebäude ist ein deutliches Beispiel dafür, wie sachlich schlichte Architektur der barocken Baukultur und der damit einhergehenden Symmetrie die Stirn bot. Ein architektonisches Ausrufezeichen am Ernst-Reuter-Platz ist das ehemalige Telefunken-Hochhaus mit seinen 22 Stockwerken. Das vorübergehend höchste Gebäude der Stadt wurde 1958 bis 1960 errichtet und bewusst gen Osten ausgerichtet. So strahlte es über die Mauer hinweg und stand symbolisch für den Wohlstand in der Bundesrepublik. Schon 1968 wurde es von der Technischen Universität übernommen.
In den Nachkriegsjahren verband man mit Verkehr vor allem Fortschritt und Wohlstand. Daher wurde der Ernst-Reuter-Platz als Verkehrsplatz konzipiert und versprach mit seinem Kreisverkehr das Maximum an Mobilität. Der Mobilität zum Opfer gefallen wäre übrigens um ein Haar der schöne Garten hier hinter dem Hauptgebäude. Er hatte sich noch im 19. Jahrhundert mit den dort aufgestellten Architekturfragmenten und Denkmälern zu einem kleinen Park entwickelt, sollte nun aber unter dem Leitbild der autogerechten Stadt allen Ernstes asphaltiert und zu einem Parkplatz gemacht werden. Es war die erste und lange Zeit auch einzige Professorin der Architekturfakultät, die Landschaftsgestalterin Hertha Hammerbacher, die sich erfolgreich dagegen wehren und schließlich den Gesamtbereich neu gestalten konnte. Landschaftlich mit den für sie typischen sanften Mulden, tropfenförmigen Beeten und weich geführten, individuell gepflasterten Wegen. Auch für das Hauptgebäude war es vollkommen selbstverständlich, dass alle Um- und Neubauentwürfe aus den Reihen der eigenen Architekturfakultät kommen sollten, so wie es auch schon 1884 gewesen war. Am liebsten hätten die Entwerfer natürlich Tabula Rasa gemacht, aber dafür war hinter der Fassade dann doch viel zu viel erhalten. Die Aufgabe war deshalb zunächst, innerhalb des Alten neue und auch zeitgemäß gestaltete Räume zu entwerfen. Deshalb sind die vielen Einbauten und zweiten Ebenen entstanden, weil man den Platz brauchte, aber auch, weil die hohen Decken als widersinnig und monströs empfunden wurden. Auch der ursprünglich sehr hohe Lesesaal in der Mitte der Südseite erhielt eine Zwischendecke. Seine hohen, rundbogigen Fenster wurden mit einer zweiten Fensterschicht überblendet und auch die Innenwand mit großen Scheiben zum Treppenhaus geöffnet. Ganz unverkennbar sollte auch hier ein neuer Geist einziehen, dessen ästhetische Ideale Leichtigkeit und Transparenz waren. Außen sichtbar wurde das Neue mit dem Geodätenstand. Dieser war einer der ersten Baumaßnahmen am Hauptgebäude. Er wurde als eigener Pavillon auf dem Dach des Südflügels realisiert und bot eine freie Sicht über die Stadt. Der Geodätenstand diente der Ausbildung von VermessungsingenieurInnen und der geodätischen Forschung. Natürlich ist dieser Geodätenstand ein ganz funktionales Gebäude, dessen schwerer Sockel dazu dient, die empfindlichen Geräte erschütterungsfrei aufzustellen. Und dessen große Fenster die Sicht in alle Richtungen ermöglichten und dessen aufschwingendes Dach auch die Sicht nach oben ermöglichte. Als Haus auf dem Haus vermag dieser Pavillon, so klein wie er eigentlich ist, die architektonischen Leitbilder seiner Zeit ganz besonders zu verdeutlichen. Ja, er war ein Symbol für die neue Zeit und den Fortschritt, der zumindest architektonisch eingeleitet werden sollte. Und er setzte dem in seiner alten Form erhaltenen Hauptgebäude buchstäblich eine moderne Krone auf. Und umgekehrt hat man von hier oben natürlich einen fantastischen Blick. Aber dazu ist der Geodätenstand ja auch da. Die ganze Technische Universität ist ja auf königlichem Gelände entstanden. Wilhelm I. soll gesagt haben, es sei das beste Grundstück, das er habe, aber für die Technische Hochschule gerade gut genug. Im Osten stieß das Hippodrom an, das war die Reitbahn für Kaiser und Society. Wilhelm II. Mochte nichts davon hergeben, sodass die Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau 1908 auf der Schleuseninsel errichtet werden musste. Und dort befindet sich seit 1967 mit dem Umlauftank von Ludwig Leo auch eines der Wahrzeichen der Technischen Universität. Inzwischen hat der Campus in alle Richtungen seine alten Grenzen gesprengt. Noch immer aber ist das Hauptgebäude sein Zentrum und dessen Herz der Lichthof. Wirklich schade, dass das Glasdach so zwischen Hochhausriegel und Geodätenstand versteckt wird. Tja, wer hier schon alles ein- und ausgegangen ist. Nobelpreisträger. Staatsoberhäupter, der Kaiser, Bundespräsidenten, die Kanzlerin, sogar die Queen. Die zentrale Lage dieses Lichthofs war im alten Gebäude noch viel deutlicher gewesen. Man ging nicht, man schritt in gerader Linie durch das prachtvolle Foyer zu ihm empor. Das war eine in hohem Maße repräsentative Inszenierung und der hohe Saal mit seinen umlaufenden Galerien entsprechend aufwendig dekoriert. Als würdiger Rahmen für Kaiserempfänge, Ehrungen, Gedenkfeiern, Ausstellungen. Auch ein bronzener Soldat, der eine Handgranate wirft, wurde zur Erinnerung an die Toten des Ersten Weltkrieges hier aufgestellt. Und schon sind wir wieder bei dem Thema,
warum man nach der Neugründung 1946 das Alte mit so spitzen Fingern angefasst hat. Die Erinnerung an seine schlechten Seiten war sehr lebendig. Heute ist der glasüberdachte Lichthof deshalb in weitaus schlichterem Gewand zu sehen. Nur an einer einzigen Stelle können wir anhand eines Freskos nachvollziehen, wie es hier früher ausgesehen hat. Im Jahr 1956 wurde der TU ein Abguss der berühmten Statue Nike von Samothrake geschenkt. Die Stifter waren verschiedene Direktoren und Rektoren französischer Hochschulen. Die knapp 2,50 Meter große griechische Siegesgöttin ist im Augenblick der Landung dargestellt und überbringt symbolisch den Frieden. Hier im Lichthof scheint sie bis heute der Völkerverständigung und der Einheit zu gemahnen. Noch bis 1965 zeigte der Lichthof ungeschminkt seine nach dem Krieg vom Putz befreiten Ziegelwände. Nun wurde im Zuge des Neubaus der Hochhausscheibe saniert, das heißt, die Wände verputzt und gelb gestrichen, die Decke abgehängt und der Boden mit einem grünen Kunstrasen ausgelegt. Absicht oder auch nicht, war der Lichthof zu einer Art Karikatur seiner selbst geworden, bis eine zweite Sanierung 2004 die alte Decke und den alten Boden wiederherstellte und mit ein wenig Farbe und Licht ein bisschen Glanz einziehen ließ. Das Misstrauen der 50er und 60er Jahre gegenüber den Achsen und Symmetrien der Vorkriegsarchitektur zeigt sich auch in der im Rückblick schon fast grotesken Wegeführung zwischen Hochhausscheibe und Altbau. Statt den Lichthof wieder in einer Linie zu erreichen, müssen BesucherInnen heute mehrfach um die Ecke biegen. Und das, obwohl die Architekten Kurt Dübbers und Karl-Heinz Schwennecke keineswegs auf eine monumentale Treppe verzichten wollten. Die Treppe ist tatsächlich ein bisschen verrückt. Einerseits wird sie bewusst in die Ecke gestellt, um bloß keine Achse zu bilden. Und andererseits ist sie wirklich monumental und wirkt in dieser Form fast wie eine in Beton gegossene barocke Prachttreppe. Aber auch das entsprach doch der Zeit. Auf der einen Seite wollte man all das Alte hinter sich lassen und auf der anderen Seite nicht auf das ganze Brimborium der Ordinarienuniversität verzichten. Und so konnte man zu besonderen Anlässen Senat und Rektorat in ihren bunten Talaren die Treppe bis zum Audimax hinunterschreiten sehen. Das Foyer zeigt noch einmal sehr eindrucksvoll, wie im Nachkriegsdeutschland mit vermeintlich rückständigen Symmetrietraditionen gebrochen werden sollte. Hier finden wir keine klare Sichtachse, die uns ins Innere des Gebäudes lotst. Stattdessen wirkt alles unglaublich verwinkelt, vielleicht sogar unübersichtlich. Und auch der Hörsaal oder auch Audimax wurde von den Architekten bewusst dezentral angeordnet. Ursprünglich war ja das sogenannte Audimax oder damals Aula im Mittelteil, die lag dort. Und das haben wir versucht wiederherzustellen. Das heißt, erst war dieses Audimax über dem Eingang, das heißt, wir haben versucht, es so zu machen, wie es ursprünglich war, und es klappte nicht. Ich weiß, ich habe stundenlang, tagelang dran rumgezeichnet, war viel zu groß, da unten war alles dunkel. Und dann kam eines Tages Professor Schwennecke und sagte, was machen Sie denn da eigentlich? Ich versuche, da sagt er, Mensch, schieb doch das Ding mal auf die Seite. Und Dübbers ging sofort darauf ein und sagte, okay, das machen wir. Und von dem Moment an war wirklich die Sache gelöst. Abgesehen davon, dass es uns damals auch besser gefiel, dass ein solches Gebäude nicht im Zentrum saß, sondern seitlich verschoben. Das fanden wir damals schön, wie man ja auch Fenster nicht mehr mittig teilte. Heute teilt man sie wieder mittig, sondern man teilte Fenster zu 2/3 oder im goldenen Schnitt oder sowas. Die 1968 eröffnete Aula bot den geeigneten Versammlungsort für zahlreiche Studierendenbewegungen. Aber der Eingangsbereich grenzt sich auch noch in weiteren Punkten von der Vergangenheit ab. Die heutige Eingangshalle befindet sich auf Höhe des ehemaligen Sockelgeschosses. Auf diese Weise sollte jegliche symbolische Hierarchisierung, ein Heraufsteigen in die heiligen Hallen der Universität, vermieden werden. Dieser gewollt fließende Übergang setzte sich auch im Material fort, wenn außen auf dem Vorplatz wie innen im Foyer die gleichen Waschbetonplatten auf dem Boden verlegt wurden. Sie sind ebenso ein typisches Motiv der 60er Jahre wie die vielen unterschiedlichen Sichtbetonoberflächen, die kontrastierende Verwendung von Ziegeln oder auch Holz und die Integration von Werken der bildenden Kunst.
Puh, das war jetzt doch ein ganz schöner Ritt. Wie finden wir denn das? Tja, vielleicht müssen wir es ja auch gar nicht bewerten. Aber was mir bis jetzt gar nicht so richtig klar war, ist, wie viel Einfluss die Ideologie der autogerechten Stadt auf die Planung der TU gehabt hat. Das erschreckt mich auch und das erscheint mir auch so widersinnig, dass diese Planung einerseits im Verzicht auf Achse und Symmetrie das menschliche Maß gesucht haben und andererseits sich der Mensch in diesen immer wieder größer werdenden Strukturen so komplett verliert. Ja, deswegen verstehe ich auch, dass man sich hier unwohl fühlen kann. Aber es ist interessant zu sehen, wie Architektur, die einst verteufelt wurde, irgendwann wieder in ist und andersrum. Wir müssen uns immer wieder in Distanz zu diesen Bauten setzen, um sie zu verstehen. Und das hat dann auch erstmal nichts mit Qualität oder Schönheit zu tun. Ja, aber das kann ja auch kaum heißen, dass alles immer so bleiben muss, wie es gebaut wurde, nur damit wir es verstehen. Also ich finde es zum Beispiel richtig, dass der Lichthof wieder sein altes Glasdach hat und seinen alten Boden. Und ich finde es gut, dass es draußen auf dem Vorplatz keine Parkplätze mehr gibt. Das finde ich auch, aber ich glaube, es sind auch keine Eingriffe, die so tief in die historischen Schichten des Gebäudes eingedrungen sind, dass es unverständlich geworden ist. Aber die Freitreppe abräumen, wie es auch mal vorgeschlagen worden war, das ging in meinen Augen denn doch zu weit. Wenn du zaubern könntest, würdest du die alte Fassade wiederherstellen? Nein. Ich würde das Gebäude so lassen, wie es ist, weil es ist seine Geschichte. Wenn ich zaubern könnte, dann würde ich dafür sorgen, dass morgen früh schon alle Gebäude durchsaniert und klimaneutral wären. Ich würde die gesamte Straße des 17. Juni zur Fahrradstraße erklären lassen und auf dem Vorplatz ein paar mehr Bäume pflanzen. So wie früher? Ja, genau, so wie früher.